Hallo, in diesem Video zeige ich ganz anschaulich, was ein Untervektorraum ist. Zunächst, was ist ein Vektorraum? Das können wir uns als einen Raum vorstellen, der durch eine Linearkombination von Vektoren aufgespannt wird. Und für diese Linearkombination sollen die üblichen Rechenregeln für die Addition und die Multiplikation gelten, zum Beispiel das Kommutativ- und Assoziativgesetz. Wir können zum Beispiel diesen Vektor hier mal 2 nehmen, dann kommen wir hier hin, dann können wir ein Vielfaches vom Vektor b drauf addieren, dann landen wir an dieser Stelle und noch ein Vielfaches vom Vektor c drauf addieren, dann kommen wir mit Hilfe dieser Linearkombination aus den 3 Basisvektoren überall im Raum hin, hier an den Punkt 2 Stab 4 Stab 3 und spannen somit den gesamten dreidimensionalen Raum auf. Allerdings in der Mathematik versteht man unter einem Vektorraum nicht unbedingt so einen dreidimensionalen geometrischen Raum, sondern er kann auch mehr oder weniger Dimensionen haben und muss auch gar kein geometrisches Objekt sein, sondern alles, was sich durch eine Linearkombination von Vektoren ausdrücken lässt, bezeichnet man als Vektorraum. Das können zum Beispiel auch Produktionszahlen sein. Was ist nun ein Untervektorraum? Manche sagen auch linearer Unterraum. Das ist eine Teilmenge von unserem Vektorraum. Und zwar so, dass wir nur einige der benutzten Vektoren betrachten. Diese stellen dann eine Linearkombination dar, deren Ergebnis nur eine Teilmenge von unserem ursprünglichen Raum ist. In diesem Beispiel spannen diese beiden Vektoren eine Ebene auf. Die ist eine Teilmenge unseres gesamten Raums. In diesem Beispiel habe ich mal 2 Vektoren gewählt, die als Bedingung haben, dass ihre z-Koordinate 0 ist. Und wenn wir aus diesen beiden Vektoren eine beliebige Linearkombination bilden, dann stellen wir fest, dass der Ergebnisvektor wiederum in unserem Untervektorraum liegt. Wir sehen, dass auch hier die z-Koordinate 0 ist. Wir gelangen hier also nur auf Punkte, die innerhalb unseres Untervektorraums liegen und niemals in den R3 hinausführen. Sodass wir sagen können, diese Menge von Vektoren stellt ein Unterraum vom R3 dar. Als nächstes schauen wir uns eine Ebene an, die nicht durch den Nullpunkt geht, sondern hier in der Höhe z = 1 verläuft. Diese Vektoren sehen nun so aus. Wenn wir aus diesen eine Linearkombination bilden, dann stellen wir fest, es ist möglich, eine Linearkombination zu finden, die nicht im Untervektorraum liegt. Denn zum Beispiel a minus a ergibt den Nullvektor, der liegt hier. Dieser Punkt ist nicht in unserer Ebene enthalten. Denn die z-Koordinate ist 0, was aber unserer Bedingung z = 1 widerspricht. Wir haben hier also keinen Unterraum vom R3. Und wir sehen auch hieran, ein Unterraum, der muss immer den Nullvektor enthalten, denn ich kann ja immer eine solche Linearkombination bilden, bei der der Nullvektor herauskommt. Und wenn der nicht in der ursprünglichen Menge enthalten ist, dann ist das eben kein Unterraum. Im nächsten Beispiel schauen wir uns eine Halbebene an. Ich habe hier die Halbebene gewählt, bei der die y-Werte kleiner als 2 sind. Und die z-Koordinate soll mal für alle Vektoren 0 sein. Ist das ein Unterraum? Naja, ich versuche mal eine beliebige Linearkombination aus diesen beiden Vektoren zu bilden. Dann sehe ich, es gibt ein Ergebnis, das aus meiner Halbebene herausführt. Hier bekomme ich nämlich einen Ergebnisvektor mit y = 3, was unserer Voraussetzung widerspricht. Also diese Menge an Vektoren ist kein Unterraum von R3. Nur noch ein Beispiel aus dem R2, dem zweidimensionalen. Ich wähle hier mal die Menge der zweidimensionalen Vektoren mit folgender Eigenschaft, dass x minus 2y = 0 sein soll. Wie sieht das gezeichnet aus? Ich habe hier einen Vektor 2, 1, der diese Bedingung erfüllt. Wenn ich hier 2 minus 2 mal 1 rechne, kommt 0 heraus. Nun versuche ich mit diesem Vektor hier Linearkombinationen zu bilden. Zum Beispiel, indem ich ihn vervielfache. Dann bekomme ich den Vektor 4, 2. Und dieser erfüllt wieder die Bedingung, denn 4 minus 2 mal 2 ergibt auch wieder 0. Alle Vektoren, die ich durch Linearkombination von a bilden kann, liegen auf einer Geraden.
Und somit stellt diese Gerade einen eindimensionalen Untervektorraum vom R2 dar. Wichtig ist auch hier, dass die Gerade durch den Nullpunkt geht, sonst wäre der Nullvektor nicht in diesem Unterraum enthalten. So, nachdem wir jetzt ein geometrisch anschauliches Vorstellung von Untervektorräumen bekommen haben, wollen wir uns nun anschauen, wie man rechnerisch solche Vektormengen auf Untervektorräume überprüfen kann. Wir haben schon jetzt geometrisch einige Regeln erkannt. Der Nullvektor muss auf jeden Fall in U enthalten sein. Dann haben wir gesehen, wenn wir unseren ursprünglichen Vektor vervielfachen um einen Faktor Lambda, dann muss das Ergebnis wiederum im Untervektorraum liegen. Und wenn wir zwei Vektoren aus dem Untervektorraum addieren, dann muss auch das Ergebnis wieder im Untervektorraum sein. Diese drei Prüfungen müssen wir durchführen. Probieren wir das mal an einem Beispiel aus. Ich nehme mal einen beliebigen Vektor x, y, z aus dem R3 und stelle folgende Bedingungen. Die y-Koordinate sollen das Doppelte von x sein und der z-Wert soll das Dreifache von x sein. Also zum Beispiel der Vektor 1, 2, 3 würde diese Bedingung erfüllen. Schauen wir uns als erstes an, ob der Nullvektor die Bedingung erfüllt. Ja, das tut er, denn y ist das Doppelte von x und z ist das Dreifache von x. Das funktioniert. Wie sieht es mit der zweiten Bedingung aus? Die Vervielfachung von einem Vektor. Ich kann meinen Vektor a zum Beispiel so schreiben, x, 2x, 3x, dann erfüllt er auf jeden Fall diese Bedingung. Und wenn ich ihn jetzt mit einer beliebigen Zahl Lambda multipliziere, dann kann ich ja das Lambda in den Vektor hinein multiplizieren. Dann bekomme ich Lambda x, 2 Lambda x, 3 Lambda x. Wegen dem Kommutativgesetz kann ich das Lambda auch hinter die Zahlen schreiben. Jetzt mache ich eine kleine Umbenennung. Lambda x nenne ich mal a. Und dann sehe ich, dass diese Zeile beschrieben werden kann als 2a und das ergibt 3a. Erfüllt dieser Ergebnisvektor unsere Voraussetzung? Ja, denn wir sehen, dass seine y-Komponente ist das Doppelte von seiner x-Komponente und die z-Komponente ist das Dreifache von der x-Komponente. Also die Bedingung ist erfüllt, der Ergebnisvektor liegt wieder in U. Check. Bedingung 3. Wir müssen zwei Vektoren addieren. Ich nehme mal den Vektor x, 2x, 3x, der ist auf jeden Fall in U drin, und einen anderen Vektor y, 2y, 3y. Jetzt addiere ich die beiden, dann kann ich die so zusammenziehen. Nun klammere ich hier aus. X und y fasse ich jeweils zusammen. Und jetzt kann ich wieder meine Umbenennungen machen. X plus y nenne ich a, dann kann ich alles so schreiben. Und schon sehe ich, dass dieser Vektor wieder meine Voraussetzung erfüllt, denn sein y-Wert ist das Doppelte von seinem x-Wert und der z-Wert ist das Dreifache von seinem x-Wert. Check. Auch diese Vektormenge ist ein Untervektorraum vom R3. Am meisten lernt man ja immer durch Gegenbeispiele. Schauen wir uns auch das an. Ich nehme mal die Menge der Vektoren x, y und 0 aus dem R3 und stelle die Bedingung, dass nun y gleich x² sein soll. Erste Überprüfung, Nullvektor. Der ist erfüllt, denn das y ist gleich 0². Zweite Überprüfung, die Multiplikation. Ich nehme einen Vektor x, x² 0, multipliziere ihn mit Lambda und das Lambda kann ich rein multiplizieren. Und jetzt sehe ich, dass es hier ein Problem gibt, denn diese zweite Zeile, das ist ja das y, ist jetzt nicht das Quadrat von meiner ersten Zeile. Das müsste ja dann Lambda² x² heißen, tut es aber nicht. Und somit haben wir gezeigt, dass diese Vektormenge hier kein Unterraum vom R3 ist. Okay, es gibt noch viele weitere Beispiele, aber die könnt ihr dann selbst ausprobieren nach eigenem Geschmack.